Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Sarah, wie geht es dir heute? Hallo Tom, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es großartig. Ich habe an unsere nächste Reise gedacht. Möchtest du darüber sprechen? Ja, ich würde mich freuen. Wohin möchtest du diesmal reisen? Ich habe an Patagonien gedacht. Es ist ein wunderschöner Ort in Argentinien und Chile. Patagonien. Das klingt fantastisch. Was gefällt dir an Patagonien? Ich mag die Berge, die Seen und die Natur. Dort gibt es viele Aktivitäten im Freien wie Wandern, Kajakfahren und Zelten. Ich liebe die Natur auch. Ich habe Bilder von den hohen Bergen und den klaren Seen in Patagonien gesehen. Es sieht sehr friedlich aus. Ja, es ist sehr friedlich und ruhig. Ich denke, es ist ein perfekter Ort zum Entspannen und die Landschaft zu genießen. Wann möchtest du nach Patagonien reisen? Ich habe an den Frühling oder Sommer gedacht. Das Wetter ist mild und gut für Aktivitäten im Freien. Das ist eine gute Idee. Ich mag warmes Wetter zum Wandern und Erkunden. Ja, der Frühling ist von September bis November und der Sommer von Dezember bis Februar. Ich denke, der Sommer ist die beste Zeit für einen Besuch. Da stimme ich zu. Im Sommer gibt es lange Tage und mehr Sonnenschein. Wir können viele Aktivitäten machen. Welche Aktivitäten möchtest du in Patagonien unternehmen? Ich möchte in den Nationalparks wandern, die Gletscher sehen und vielleicht Kajak fahren in den Seen. Das klingt großartig. Ich möchte den Torres del Paine Nationalpark besuchen. Ich habe gehört, dass er atemberaubende Ausblicke und viele Wanderwege hat. Ja, ich habe auch über den Torres del Paine gelesen. Die Berge dort sind sehr schön. Ich möchte auch den Perito Moreno Gletscher sehen. Es ist einer der wenigen Gletscher, die noch wachsen. Ich würde das gerne sehen. Es muss ein unglaubliches Erlebnis sein, zuzusehen, wie das Eis bricht und ins Wasser fällt. Das ist es wirklich. Wir können auch eine Bootstour machen, um näher an den Gletscher heranzukommen. Das ist eine gute Idee. Was ist mit Zelten? Möchtest du im Park campen? Ja, das möchte ich. Camping in Patagonien wird uns ermöglichen, die Natur hautnah zu erleben. Wir können unter den Sternen schlafen und mit dem Gesang der Vögel aufwachen. Da stimme ich zu. Ich denke, das Camping wird unsere Reise abenteuerlicher machen. Wir sollten auch eine Kamera mitbringen, um viele Bilder zu machen. Auf jeden Fall. Ich möchte die Schönheit der Berge, der Seen und der Tierwelt festhalten. Sarah, wie möchtest du die Reise planen? Sollen wir sie gemeinsam planen? Ja, Tom, ich denke, gemeinsam zu planen ist eine gute Idee. Wir können unsere Ideen teilen und einen detaillierten Plan machen. Großartig. Zuerst lass uns entscheiden, wie lange wir in Patagonien bleiben wollen. Ich habe an eine 10-tägige Reise gedacht. Das sollte uns genug Zeit geben, viele Orte zu sehen und verschiedene Aktivitäten zu machen. Gefällt mir. 10 Tage ermöglichen es uns, zu erkunden, ohne zu hetzen. Wie gelangen wir jetzt nach Patagonien? Wir können nach Buenos Aires fliegen und dann einen Inlandsflug nach El Calafate oder Punta Arenas nehmen. Das klingt gut. Ich habe einige Flüge geprüft. Von Buenos Aires dauert ein Flug nach El Calafate etwa 3 Stunden. Ich habe auch Flüge nach Punta Arenas gesehen.
Es dauert etwa 4 Stunden von Buenos Aires. Beide Optionen sind gut. El Calafate ist nah am Perito Moreno Gletscher und Punta Arenas liegt in der Nähe des Torres del Paine. Ja, wir können basierend auf unserem Reiseverlauf wählen. Nach unserer Ankunft können wir ein Auto mieten oder einen Bus nehmen, um uns fortzubewegen. Ein Auto zu mieten ist eine gute Idee. Das gibt uns die Freiheit, anzuhalten und verschiedene Orte zu erkunden. Da stimme ich zu. Wir können zu den Nationalparks, den Seen und kleinen Städten fahren. Wo bleiben wir jetzt? Bevorzugst du Hotels, Hostels oder Camping? Ich finde die Idee des Campings in den Nationalparks schön, aber wir können auch in einem kleinen Hotel oder einer gemütlichen Hütte in einigen Städten übernachten. Das ist ein guter Plan. Wir können ein paar Tage campen und dann in einer Hütte für ein komfortableres Erlebnis bleiben. Ja, wir können das Wetter überprüfen und unsere Unterkunft entsprechend buchen. Was ist mit dem Essen? Wie möchtest du unsere Mahlzeiten planen? Ich denke, wir sollten lokale Speisen ausprobieren. Wir können in kleinen Restaurants essen und auch unsere eigenen Mahlzeiten zubereiten, wenn wir campen. Das gefällt mir. Ich liebe es, neue Speisen auszuprobieren. In Patagonien können wir frischen Fisch, Lamm und viele Gemüse essen. Ich habe gehört, dass das Essen sehr gesund und lecker ist. Wir sollten auch einige Snacks für unsere Wanderung mitbringen. Ja, wir müssen Obst, Nüsse und Energieriegel einpacken. Die sind perfekt für lange Wandertage. Tom, was möchtest du als erstes tun, wenn wir in Patagonien ankommen? Ich möchte zuerst den Perito Moreno Gletscher besuchen. Ich habe viele Bilder davon gesehen und bin sehr gespannt, ihn persönlich zu sehen. Das ist eine großartige Wahl. Wir können mit dem Bus von El Calafate zum Gletscher fahren. Es ist nur etwa eine Stunde entfernt. Nach dem Gletscher können wir ein paar Tage mit Wandern in den Nationalparks verbringen. Ja, ich möchte den Wehtrek im Torres del Paine wandern. Es ist ein berühmter Wanderweg mit erstaunlichen Ausblicken. Ich habe gehört, dass der Wehtrek herausfordernd, aber sehr lohnend ist. Wir werden wunderschöne Seen, Berge und Täler sehen. Ich bin bereit für die Herausforderung. Ich liebe es zu wandern und in der Natur zu sein. Ich auch. Ich denke, wir werden viel Spaß beim Erkunden der Wege und beim Fotografieren haben. Tom, möchtest du an geführten Touren teilnehmen oder lieber selbst erkunden? Ich finde die Idee, selbst zu erkunden, gut, aber einige geführte Touren können hilfreich sein, besonders zum Gletscher. Ja, eine geführte Tour zum Perito Moreno Gletscher wird uns helfen, mehr über das Eis und die Umgebung zu lernen. Da stimme ich zu. Wir können für ein paar Stunden an einer Tour teilnehmen und dann selbst erkunden. Das ist ein guter Plan. Wir können die Optionen überprüfen, wenn wir ankommen. Was ist mit Aktivitäten wie Kajakfahren? Möchtest du das ausprobieren? Ja, ich würde liebend gerne Kajak fahren. Es gibt viele ruhige Seen, auf denen wir paddeln und die Landschaft genießen können. Ich habe Bilder von Leuten gesehen, die im türkisfarbenen Wasser Kajak fahren. Es sieht sehr friedlich aus. Ich denke, Kajakfahren wird eine großartige Möglichkeit sein, die Seen hautnah zu erleben. Wir sollten auch einige kurze Spaziergänge und Vogelbeobachtungen in Betracht ziehen. Patagonien hat eine reiche Tierwelt. Das stimmt. Ich möchte die einheimischen Vögel sehen und vielleicht einige Guanacos. Ich habe Videos von der Tierwelt in Patagonien gesehen. Sie ist sehr vielfältig und reichhaltig. Ich bin gespannt, alles persönlich zu sehen.
Tom, hast du Bedenken bezüglich der Reise? Ich mache mir ein wenig Sorgen über das Wetter. Manchmal kann es in Patagonien sehr windig und kalt sein. Ja, ich habe gehört, dass sich das Wetter schnell ändern kann. Wir sollten warme Kleidung und eine gute Jacke einpacken. Ich werde eine winddichte Jacke, einen Hut und Handschuhe mitbringen. Ich möchte für jedes Wetter vorbereitet sein. Das ist eine gute Idee. Ich werde auch mehrere Schichten mitbringen, damit ich meine Kleidung nach Bedarf anpassen kann. Was ist mit den Kosten der Reise? Denkst du, es wird teuer? Ich denke, es kann erschwinglich sein, wenn wir gut planen. Wir können günstige Unterkünfte wählen und in lokalen Restaurants essen. Da stimme ich zu. Ich möchte die Reise im Rahmen eines vernünftigen Budgets halten. Wir können auch die Preise für Touren und Aktivitäten vergleichen. Ja, das ist wichtig. Ich werde einige Websites nach Informationen zu den Kosten durchsuchen. Großartig. Ich bin sehr aufgeregt über diese Reise nach Patagonien. Ich auch, Tom. Ich denke, es wird ein fantastisches Abenteuer. Wir werden wunderschöne Orte sehen, Outdoor-Aktivitäten genießen und uns in der Natur entspannen. Ja, ich freue mich auf das Wandern, Zelten und Erkunden der Nationalparks. Es wird eine großartige Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass wir diese Reise zusammen planen. Es macht immer Spaß, mit einem Freund zu reisen. Da stimme ich zu. Mit dir zu reisen macht jede Reise angenehmer. Wir teilen die gleiche Liebe zur Natur und zum Abenteuer. Ja, und wir planen immer gut. Ich bin sicher, unsere Reise nach Patagonien wird ein Erfolg. Danke, Sarah, dass du dieses Gespräch mit mir über die Reise geführt hast. Ich bin sehr aufgeregt über unsere Pläne. Danke, Tom, für deine großartigen Ideen. Ich kann es kaum erwarten, Patagonien mit dir zu erkunden. Lass uns nächste Woche wieder treffen, um unseren Plan abzuschließen. Ja, das klingt gut. Ich werde ein wenig nach Flügen, Unterkünften und Aktivitäten recherchieren. Perfekt. Ich werde auch einige Reiseführer und Websites überprüfen. Bis nächste Woche, Sarah. Bis bald, Tom. Hab einen schönen Tag. Gute Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein Gespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.